Heute gibt es eine kleine Roomtour. Ich besuche Tobi und er zeigt uns, was genau in diesem Bus hinter mir zu sehen ist. Kommt doch einfach mal mit. Ich hoffe, er ist nicht auf dem stillen Örtchen. Hallo Isabel. Ja, dann zeige ich euch mal den Bus. Fangen wir vielleicht gleich mal ganz vorne an. Eines der wichtigsten Dinge ist natürlich die Toilette. Die sehen wir hier. Das ist eine Porta-Porti-Toilette. Die kann man einfach so rausziehen. Und das Entscheidende ist, dass man die natürlich auch nachts hier benutzen kann. Etwas weiter vorne haben wir den Elektroraum. Da kommen die ganzen Kabel raus. Da ist der Verteiler drin und der Wechselrichter und so weiter. Hier, das öffnet sich jetzt in die Richtung, das seht ihr ein bisschen schlecht. Das ist ein großer Kleiderschrank, aber ich denke mal, man kann es sich ganz gut vorstellen. Wir haben hier alles mit diesen Druckknöpfen gesichert. Ich selbst sitze auf dieser großen Sitzbank, die ist 2 Meter, 2,10 Meter ist die lang. Und ja, da können ohne Probleme 3 bis 4 Leute Platz nehmen. Ihr seht, da ist eine Menge Platz und wie das bei so Sitzbänken üblich ist, kann man die natürlich auch öffnen. Man hat da jede Menge Stauraum drin. Man kann, das werden wir später von hinten sehen, in die Sitzbank von hinten durchladen. Das ist gut, wenn man zum Beispiel lange Sachen hat, wenn man Skiurlaub macht zum Beispiel. Hier hinten die Rückwand vom Bett, die hier im Prinzip als Rückenlehne von dieser Bank dient. Ja, hier hinten im Heckbereich haben wir den Kocher. Der Kocher hat verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. So ist er ganz schön, wenn er so positioniert ist, hat man hier das Waschbecken, kann hier hinten kochen, hat hier eine wirklich sehr, sehr großzügige Arbeitsfläche. Der Kocher steht momentan auf diesem Ausklappstuhl. Der Stuhl ist deshalb wichtig, werden wir später sehen, dass man hier schön ums Eck rum an diesem Tisch frühstücken kann. Kommen wir gleich dazu. Den Kocher schauen wir uns später auch von außen an. Man kann also hier innen drin kochen. Man kann aber auch die Heckklappe aufmachen, kann den Kocher komplett rausziehen, sodass man draußen im Stehen unter der Heckklappe kochen kann. Der Küchenblock selbst hat hinten einen Wassertank. Über den Radkästen auf beiden Seiten haben wir hier 2 Campingstühle und auf der anderen Seite einen Campingtisch für draußen. Dann haben wir hier jede Menge Stauraum, da sind so die Töpfe drin und die Gläser. Das sind also hier mehrere Schränke, die haben die komplette Tiefe. Hier haben wir einen kleinen Spezialschrank, da stehen die Teller im Hochformat drin, also sowohl die flachen Teller als auch die tiefen Teller. Waschbecken ist klar. Ja, zu dem Wasserhahn ist eigentlich auch nicht viel zu sagen, man kann den kippen. Das ist wichtig, weil wir ja später das große Bett haben. Und hier vorne ist der Kühlschrank. Den Kühlschrank kann man hier nach vorne ausziehen. Ja, momentan ein bisschen voll. Gut. Jetzt habt ihr euch vielleicht schon gefragt, was es mit dieser Kurbel auf sich hat. Unser Modulsystem ist ja so, dass diese Küchenblock und diese Betteinheit miteinander verschmelzen. Und die hat aber noch mehr Vorteile. Man kann hier zum Beispiel, wenn ich an dieser Kurbel drehe, dann seht ihr, dann fährt dieser Küchenblock hoch. Und was hat es damit auf sich? Naja, ich kann diesen Küchenblock komplett rausziehen. Das heißt, wenn man jetzt hier sitzt, kann man wirklich gemütlich essen und vor allen Dingen für diesen Sitz da hinten, man sitzt dann hier ums Eck rum und hat eine komplette Küchenarbeitsplatte, sitzt, man kann hier mit dem Laptop arbeiten und ja, man sitzt hier im Prinzip wie zu Hause am Küchentisch. Der nächste Vorteil ist, wenn ihr ein Aufstelldach habt und ihr habt hier eine Stehhöhe, könnt ihr hier das Ding noch weiter hochkurbeln. Das heißt, man hat hier dann für die Stehhöhe ein viel angenehmeres Arbeiten. Wir brauchen das später, da wird im Prinzip dieser Küchenblock komplett ausgezogen, senkt sich dann runter auf die Sitzfläche. Das schauen wir uns aber gleich an, wenn ich euch mal zeige, wie man das Bett macht. So, ja, und den Block kann man auch wieder runterlassen und dann arretiert er sich selbst, damit das Ganze für die Fahrt gesichert ist. Ja, jetzt kommen wir zum spannendsten Teil. Jetzt machen wir mal das Bett live, damit ihr mal seht, wie das funktioniert. Ich habe euch ja erklärt, dass man hier diesen Küchenblock ausziehen kann. Und jetzt wird im Prinzip ganz einfach diese komplette Bank Richtung Küchenblock gezogen. Und jetzt seht ihr schon, jetzt ist dieser Küchenblock im Weg. Das heißt, was man jetzt natürlich machen muss, ist, man kurbelt hier. Und dieser Küchenblock senkt sich dann auf die Sitzbank. Und ihr seht daneben schon, das sind Sitzpolster.
Und jetzt passiert das Magische. Wir gehen im Prinzip einfach hin und drehen dieses komplette Bett. So. Wenn du jetzt mal vielleicht mit der Kamera vorfährst. Wir sehen jetzt hier komplett über den Rand entlang weitere Pads. Wir haben hier einen. Es geht darum, ihr habt vielleicht die Matratze das ganze Jahr im Auto. Die soll natürlich geschützt sein. Das ist ein atmungsaktiver Stoff, schimmelresistent, urinbeständig, chlorbeständig, UV-beständig. Also genau das Material, was wir brauchen, um das Ganze zu schützen. Man kann dann im Prinzip einfach, der ist hier mit einem Gummiband gefasst, man macht das dann runter und kann dann die Matratze oder diesen Stoff hinten, wenn die Heckklappe geschlossen ist, entsteht ein Spalt, da passt das Ganze genau rein und dann hat man hier die Matratze. Ja, durch das, dass die Heckklappe im Moment geöffnet ist, weil die Isabel filmt, war sie jetzt mal so freundlich und hat den Stoff hinten runter gemacht für mich. Und jetzt seht ihr mal, wie das mit dem Bett geht. Also man rüttelt die ein bisschen nach drüben, die Matratze. Hier sieht man jetzt auch schön den kompletten Lattenrost. Hier geht es im Prinzip weiter. Wir schlagen das ganze Bett um und haben hier ein Bett. Ja, ich komme mal zu euch vorgekrabbelt, schlag hier nochmal drauf und jetzt haben wir hier ein Bett, breit ist, was 2 Meter lang ist. Und das Geilste ist, das Ding ist komplett unterfüttert. Wir haben hier oben keine Segmentierung drauf. Die Matratze ist aus dreilagigem viskoelastischem Stoff, Kaltschaum. Und ja, das ist für mich richtiger Luxus, weil man halt im Prinzip hier den kompletten Bereich hat. Und sowas gibt es, glaube ich, in keinem anderen Camper, dass man so ein luxuriöses Bett hat. Man hat hier oben noch genug Kopffreiheit und vielleicht möchtest du jetzt mit der Kamera mal rumkommen, dann zeige ich dir nämlich, wie sich das Ganze hier vorne verändert hat. Ja, jetzt sehen wir das ganze Bett mal von vorne. Wir haben hier USB-Anschlüsse, wir haben hier ein Handy-Ablagefach, was auch nachts natürlich sinnvoll ist. Jetzt kommen wir hier zu dieser Klappe, man kommt also nachts an den Kühlschrank dran. Und jetzt macht diese Klappe hier natürlich, weil man jetzt nachts noch an die wichtigsten Sachen drankommt, die man hier eventuell unter der Sitzbank verstaut hat. Wir haben hier jetzt nochmal unseren Kleiderschrank, an den kommt man komplett dran. Wir haben hier unten unsere Toilette. Man kann sich also erstmal hier hinsetzen und kann dann im Prinzip hier die Toilette rausholen, hat noch genug Platz, kann hier ins Bett gehen. Also soweit alles wunderbar. Die Kurbel ist natürlich zum Abziehen, damit man da nicht immer hängen bleibt. Es gibt auch einen Akkuschrauber dafür, dann geht das Ganze schneller hoch und runter. Soweit dazu. Jetzt machen wir nochmal das Bett zurück und dann zeige ich euch mal den Außenkocher. Und ja, dann denke ich, wird es auch so langsam mal Zeit für ein schönes Frühstück. So, jetzt ist das Bett gemacht und jetzt interessiert euch auch, ob es irgendwie aufwendig ist, das Bett wieder zum Tagesgeschäft übergehen zu lassen. Wir klappen also die Matratze hoch, ruckeln die ein bisschen rüber. Und jetzt ist es tatsächlich so, wenn man hier drin bleibt, dann muss man hier einfach auf die Matratze klettern und muss ich hier den Überzug wiederholen, um die Matratze wieder korrekt zu schützen. So. Kommt also hier drüber. Wird hier mit dem Gummizug rumgelegt, damit die wieder sauber verstaut ist. Ich finde es einfach wichtig, dass die Matratze, auf der man schläft, dass die halt schön eingepackt ist. Ja, hat ja auch was mit Hygiene zu tun. So. Dann machen wir hier den Druckknopf wieder fest. Und ganz wichtig ist hier dieser Spanngurt. Den kennt man wie ein Sitz, wie beim Anschnallen. Ja, und dann funktioniert dieser ganze Hokuspokus im Prinzip einfach umgekehrt. Wir drehen die Sitzbank, drehen das Bett um. Und dann können wir die Sitzbank wieder zurückschieben und dann fahren wir hier
die Tegenplatte wieder hoch. Eine Sache hätte ich beinahe vergessen. Wir haben natürlich auch diesen seitlichen Stauraum komplett genutzt. Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass über den Radkästen hier ein Rolltisch ist. Auf den anderen Seiten sind 2 Campingstühle. Und was wir hier haben, das ist ein Fach über die komplette Länge, etwa 15 cm tief. Und da könnt ihr eure komplette Bettwäsche reintun, also eure Schlafsäcke oder euer Kopfkissen oder wenn ihr eine Decke dabei habt, sodass dann auch wirklich der komplette Stauraum perfekt ausgenutzt ist. So, jetzt bin ich mal aus dem Auto rausgekommen und wir haben hier den Heckkocher. Also das heißt, man kann hier im Prinzip einfach dieses Teil ausziehen. Schwerlastauszug, hält 80 Kilo. Theoretisch könnte man sich draufsetzen, aber das lassen wir lieber. Dieser Kocher wird noch in eine Box reinkommen, die man nivellieren kann. Das heißt, wenn das Fahrzeug schief steht, dann kann man den Kocher immer annivellieren, so dass halt das Fett in der Pfanne nicht irgendwo hinläuft. Machen wir hier mal wieder zu. Ihr habt ja vorhin gesehen, kleine Clips, dass hier noch dieser Sitz ist, den man hier hochklappen kann. Wir haben hier nochmal die Durchlademöglichkeit für Skier oder für ein kleines Kite-Surfbrett. Im Mittelgang, wenn du vielleicht mal ein bisschen rumkommst, haben wir genug Platz. Da wird es also eine Fahrradhalterung geben, wo ihr 2 Mountainbikes oder Rennräder im Mittelgang positionieren könnt. Momentan sind wir gerade in der Planung, dass man hier ein Surfbrett dranhängen kann, sodass ihr gerade auch für eure sportlichen Aktivitäten die Sachen wirklich im Innenraum verstauen könnt. Und was wirklich ein ganz spannendes Thema ist, dieser Zwischenraum, da lässt ja genug Platz, da könnt ihr Taschen reinstellen, da könnt ihr Euroboxen reinstellen, alles wunderbar. Die Frage ist, wo kommt das Zeugs hin, wenn ihr das Ganze in den Nachtbetrieb wandelt. Jetzt drehen wir das Ganze mal, ziehen wir noch mal kurz die Sitzbank rüber. Hier, dieser komplette Stauraum, der im Prinzip entsteht, wenn man hier das Bett dreht, hier unten drunter. Da könnt ihr im Prinzip die Taschen hier rausholen und könnt die nachts einfach da reintun. Das gleiche ist, wenn ihr irgendwie was Größeres habt, also ein größeres Surfbrett oder sonst irgendwas. Von vorne gibt es da einen kleinen Eingang dazu. Wenn ihr kleine Hunde habt, dann werden die das als kleine Dackelgarage auch lieben. Ja, jetzt habe ich ja versprochen, die Isabel noch zum Frühstück einzuladen. Und so sieht es hier drin aus, wenn man frühstückt. Wir haben hier hinten unseren Kocher und haben hier 2 schöne Sitzplätze. Und wie angekündigt kann man jetzt, derjenige, der hier sitzt, wird dann gleich die Isabel sein. Die nimmt dann hier Platz und ja, dann steht eigentlich im schönen Frühstück nichts mehr im Wege. Einen schönen Espresso gibt es auch. Und ich hoffe, euch hat die Tour gefallen. Wenn ihr noch mehr wissen möchtet, dann besucht doch einfach mal die Website oder bestellt euch doch mal das Modul nach Hause. Für 200 € kommt Good Life Vans zu euch, wenn ihr in Deutschland lebt und ihr könnt Probe sitzen und Probe liegen. Und wenn ihr euch zu einem Kauf entscheidet, wird euch der Betrag selbstverständlich gut geschrieben. Das Ganze gilt wegen Corona und weil Messen ja momentan leider nicht möglich sind. Wenn ihr sonst noch Fragen habt, dann meldet euch bei Tobi per Mail oder Telefon. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, freue mich auf ein nächstes Video. Tschüss!